Diese Gemeinschaft mit Gott im Gebet in ons Leben ist die grootste Freundschaft und Gemeinschaft mit Gott. Und das ist der Hauptpunkt in ons Leben. Das ist der Grund, von wo wir hier sind, ist diese Gemeinschaft mit Gott, was wir haben, dass wir in Garten Eden werden. Oh, wie sind wir hier warst, aber wie Menschen, ja, Adam und Eva, die werden in Garten Eden, da wird die Gemeinschaft verfallen. Durch die Entscheidung, was sie machen, dreht sich dort. Und das scheint so, der Akzent von der selbsten Adam und Eva, was da wird, wie mag auch so eine Entscheidung als dort. Einer hat manchmal gedacht, wenn Adam und Eva im Bett klicken, wird die Wasten hat abgepasst. Aber ich wundere, was wir sind. Wieviel Mal wie kriegt die Gelegenheit, er hat, was sei, wir können glücklich sein oder nicht glücklich sein, wir entscheiden uns das eigentlich. So ich lade ab, was ich mitfeilen mit Erd. Und jedoch niemals gewusst, was sind wir, und dann mal einmal kommen, das sind feine Eugebad an von den Schlangen, und seht danach sogar, dass wir nicht mal so, was Gott gesagt hat, und fangen an zu glauben und deuten dort. Und das wird von deutschen Tag, wenn ihr uns passieren hat. Und aber die scheine gute Nachricht, diese Beziehung mit Gott im Gebet hat Jesus Christus abgemerkt. Und wir wollen diesen Leben Gott von der ein klein bisschen betrachten. Ich habe das Bild an der Wandtafel. Hier sind zwei Wege, wo wir Gott lernen kennen. Auch vielleicht noch viel mehr, aber besonders an zwei Dinge, was wir in der Bibel finden, vom Psalm 113 und 11. Da redet von, wo deep und wo hoch und wo groß Gott seine Gedanken sind, seine Wege sind. Und wo allmächtig ist, über uns alle, hat uns alle gemerkt, die ganze Welt gemerkt, nicht mal bloß dort, das ist ein kleiner Punkt hiervon, was gemerkt hat. Und das ist auch, was wir viel mal Gott anchecken. Even gestern rein dachte ich nach Wahren an, was Gott von der Macht hat, dass er just like that kann er da Haupttrag in der laufenden Rand hat alle rauf. Feiner war ich, haben uns nennen lassen, wer Gott ist. Ich glaube, im Olebund fing wir dort gesagt, wo er hat natürlich seine Macht bewiesen im Krieg in verschiedenen Städten. Da wurde er ging op im Rode Meer, das ging op im Jordan. Die Wänge, die plumpste an, wenn sie schreien. Und all die Kraft, tja, wir sehen, was Gott hat, hat all die Gebote da gemerkt, wo wir das sollen tun, was wir nicht sollen tun. Und viele von den Dingen habe ich gleich begriffen. Und aber wirklich nachzudenken, wo groß Gott ist. Und ist all sehr interessant, sehr wertvoll. Weil wir uns all Not haben, dass wir ein Port kennen sind von dort. Aber dann haben wir noch das andere Weg, was Klassen 3,3 sagt, dass wenn wir gestorben sind, zu uns fleischliches Eck, dann sind wir mit Jesus und Gott verstärken, beschützt, gecovert und getient, gefangen genommen, kann man sagen, ja. Und das ist ein kleines Bett, was ich von der Welt Dollar mitbringen, absolut nicht diese andere Seite wegnehmen, dass wir nicht Gott können anchecken als ein großer, allmächtiger Gott, was dort, wo im Himmel, boven der Welt ist, im dritten Himmel, sagt Paulus, glaube ich, Johannes vielleicht. Und dort bleibt er dabei, dass er die große Macht hat, und er ist da. Aber für mich und die, in dieser Klasse, wo wir beide sind, wo wir uns abgemerkt haben, glaube ich, ist nötig, dass wir uns Klasse 3,3 ziemlich dicht bei nennen von der und wo wir Gott an uns fingen. Nicht bloß weit wegchecken, wo groß er ist an der Natur, aber wo groß er ist an uns. Wir haben gleich ein Leid, das sagt, er ist so groß, dass er die ganze Welt gemerkt hat, und er ist so klein, dass er an mir wohnen hat. Und wirklich, wenn er an mir wohnen hat, so klein als dort einmal ist, als danach eine allmächtige Kraft dabei, was wir brauchen können von ihm. Und hieran brauchen wir uns zu üben. Das ist nicht ein Ding, was wir mit unseren natürlichen Augen so hastig sein und weiten, erfahren. Wir brauchen unsere Gefühle tun dort erfahren. Und wir brauchen uns einmal das Hart Augen tun, was davon sein und machen. Und das braucht ein Üben.
Wir üben uns, Gott seine Stimme zu verstehen, zu hören. Wo haben wir uns das üben, wirklich zu hören, was er sagt, was er will und wo er das will? Da jagt mich von zu reden. Kolosser 3, ist ein sehr feines Eng, das sagt, wenn du gestorben bist, dann trag nur dort, was da boven ist. So wir brauchen Wassermoten zu sterben, tot dort, was hier unten auf ihr ist. Wir brauchen unsere Ehren tot zu merken, vor unsere Troubles hier auf ihr, und uns nennen zu lassen, was da boven ist, wenn das sein erster Fall soll, dort ist, wo Jesus für uns ansteht. So das Anblick von der ich mit Jesus taub an Gott verborgen, sie haben zu tun mit, dass ich nachkicke. Wahrer, als dort nachkicken, karakter es wie anders Gott boven wollt getroffen, fingen, allmächtig groß, sagt es hier nach wahrer, dass wann wir waren, oder allmächtig große trachten, da wo Jesus bei Gott ist und steht an für uns und sagte Gott, tja mal, hier sind meine Hänge, da sind die Norven, wo ich da bei ihr mög für meine Menschen. So steht er da an. Da ist, wo er ansteht für die, du hast endlich keinen Access, keine Gelegenheit, nur Gott zu kommen, anders als der ich das in Jesus. Das ist die Bibel sagt und das, was ich glaube. So, wenn du hier, auf der Kanäle legst in Rosch, wenn du hier ansetzt, ich sie verloren, da ist es Jesus, was bei dir ansteht und wiest Gott seinen Oben. Das ist, was ich tue. Und steht an vor dir. So, und dann sagen, wenn wir dort klar haben, dann werden wir auch nur dort trachten. Wenn wir alle dort nur trachten, dann brauchen wir diese Klarheit haben, dass wir durch diesen Jesus oder an diesen Jesus können wir sein, sehr wie verborgen an Gott. Hier ist der Access, diese Gemeinschaft. Hier ist das Wach ob mit der Gemeinschaft direkt nur Gott, durch Jesus Christus. Und weißt du was? Alles, was Jesus weiß Gott. Alles, was Jesus tut, kommt von Gott. So diese allmächtige Kraft, was da ist, Jesus ist ein Part von dort. Du hast diese Dreieinigkeit, was da passieren wird. Und dort ist Gott und Jesus und der Geist. Und der Geist ist der, wo wir hier viel von vertellen. Wir haben viel Klasse gehört von, wo das sagt, dass der Geist Gottes uns driven hat, ja. So Gott selbst trifft uns. Wo steht das an? Das ist meine Frau manchmal. Sind es am Tag bloß so passiert? Oder was du wirklich an, dass eine Kraft ist? Und das ist, was ich wünsche, was wir können durch diese Klasse, mit alle anderen Klassen, was wir haben, wenn ihr wirklich war, ihr hört aufmerken und ihr anlassen, dass ich sie nicht mit Christus verborgen Gott. Da man einmal war, diese Gott von der noch so ein Ding abwachen und sie sagen, yes, that's what God did. That's what mit mir passiert. Das ist, was er an mir hört. Wir, in uns, der lebt. Der ist nicht bloß dort weit auf und ich lüde, was nochmal war an meine Sache kommt. Du hast wirklich, was hier passiert an uns. So Adam und Eva, die reiteten zwei. Ich und du reiteten zwei. Mit unseren Entscheidungen. Weil wir können sagen, wie wir die Wassermotor verloren gehen, aber even wenn wir Christus kennen, die das danach mal einmal waren, wo wir Entscheidungen gemacht, wo diese Gemeinschaft war, wie ich belebt hat, je belebt hat, dort nur uns Bekehrung, dort wo wir klar haben, wir sind Kinder Gottes, und einmal Frau, wie waren wo als Gott. Das ist weit auf. Ich kann beten, ich mag nicht. Ich kann nicht antworten, oder was passiert. Und welche Wirklichkeit ist das die Qual, das ist der Strom, können wir sagen, was uns eine Kraft geben wird, durch zu drehen an schwere Tiden. Und wenn wir bloß wollen an schweren Tiden, das in Gott fingen, dann ist das sehr schwer, dem zu fingen. Wenn wir nicht wollen an gute Tiden, an gesunde Tiden, an scharfe Tiden, das in Gott Praxis zu verstehen, wo er aktet hat mit uns, und durch was er aktet hat mit uns, dann wird auch eine schwere Tide sehr schwer sein zu fingen. Da ist es nötig, dass wir beständig am Brücken tun. Diese Gemeinschaft haben viele verschiedene Wege betrachtet.
En nu zijn we terug waar bij de geveilen. Ik weet dat we hebben durch deze klasse zeer veel gehoord van onze geveilen. Dat veel meer lenen zijn. Dat er veel steden in afgaat wordt, wie deine die dollar als de waarheid. Van daar waar we waren en geveilen aangaan, wordt God ons geven dat, wanneer we aan hem geloven. En wanneer we aan hem geloven, dan kunnen we durch die geveilen hem ervaren. Deze emotions, waar we diep aangaan, in derde level, door als we deze geveilen waren actief zijn. Zo zit aan mijn gedanken. Wanneer ik durch een dag mijn gedanken hartelijk ga, en ik laat mij aan en wil hij leiden en vieren dat en al die einzelheiten, dan maar eenmaal maak ik stap voor stap, wo Gottes geest aan mij leeft. En dat geeft mij een vrede, en dat geeft mij een makeljet, weertvallet, vredeljet, vredjet gevoel moet. En dat gevoel, gleich wie, maar dat komt den, ik zeg manchmal, dat komt den locomotief van geloven hingeron. En zoek is een bijspel. Van de eerste dag zijn je al veel meer heen, ook al die locomotives. Ik weet nog van wat ze dat hebben. Maar als ik jong geleerd had, dan weer die motor veren en de koren komen hingeron. En dat is een bijspel waar ik wel gebruik van de geveilen. Du kannst immer mehr koren aanhaken. Te jaren tijd waren we een zoek vangen van 30 koren, wie een lange zoek. Dan zeg ik jong weer. Van de eerste dag kost je goed zien vingen wat er 100 koren ha en ik geloof zo hoog als 150 ha wil je zijn. En dat is ähnlich wat we kunnen werkelijk met onze gevoelens doen, wanneer we onze geloven voorop hebben. Wanneer we een beetje kortzichtig zijn, een beetje natuurlijk zijn en niet ganz krijg Gott kennen doen, dan hebben we onze geloven dat met een motor en hebben vielleicht een koor hangen aan en die koor die bruk we door. En weet je niet, nee, als dit wat het slaapt, er schift, of als het de locomotief wat het trekt, of zal wie bakken, of zal wie voren, wat als het zo krijgt. Na wie dat er hebben zoek met een motor en een koor, würden we vielleicht zeggen, dat is niet een zoek, dat is bloß een motor met een koor. En dat is veel meer wat ons leven is. We hebben dat zo naad met onze geveilen, dat we ontvangen niet in een te woont als de motor en woont als de koor. En wanneer we denken aan de oude zee, die hadden hingen zo'n kutschakkoren aan, wie dat allemaal. Waar die controleman bijna zat, om dat alle controlen. En die koor zag ook niet nur een gewöhnliche koor om vraag vieren. So dan mixen we op, woont es verder, woont es hingen. En wanneer we dan meest voor het stel houden, wat gewöhnlich deed in ons mensen, in ons kampf, dan houden we stel en dan weten we niet, nee, woont wij zullen het nu voor, woont zal voorop zijn. De geveilen oder de geloven. En hier hebben we van het andere reden. Hier hebben we niet bloos een geveil. Hier hebben we niet bloos een geveil wat krijgt met dem geloven lekkend. Hier hebben we ganz klar dat de geloven is voorop. Die heeft de controle. En we kunnen zeggen, die redt het. Door jet een kraaf uit. En even wanneer het bij opgaat, dat redt het ganz zwart. Je weet, dat is een geweldige kraaf. En dan komen die in je vielen heran. En dan hast du 150 soorten je vielen, wo man de ganz klar kan feilen. We hebben motor wat het trekt. We weten ganz correct, wanneer wij onze je vielen gaan. En dit is een bijspel wat we kennen ha, wat waarhof je vielen zijn, je gerund op dem geloven, wo de Eikstein Jezus Christus is, en dat is de fuel wat ons drijven heeft. En wanneer we dat kennen ha, dan maakst du die 150 verschiedene soorten gevoelens. Dan kannst du die gleich feilen, wanneer dan eigenlijk als je passiert. Dat meint niet dat die dat schijnjet wat er geworden is, die is vielleicht de arm gebruiken, aber er has een duipet, vredensvollet gevoel dat God weer in controle. Dit is correct wat mij fehlt, en dit is een gelegenheid waar ik kan God zijn genade en nehe ware beleven. So dat is een koor van dat. En zo zijn er zeer veel meer. Wat we kunnen immer waren, die zenuwen vingen. En door bijna Gottes stem hieren. So we gebruiken ons te even deze stem op zo'n weg te hieren, dat het een werkzaamheid heeft bij ons. Wanneer dat niet actief wordt aan ons, dan worden we confused. Dan weten we niet, waar die zoek voor zal. God is een geest, maar hij is niet bloos een geest.
Gott har vi breder betjekket oss bloß das somewhere in the yes, wat in der Luft hängt und wat somehow mit uns connected over fehlt. Hij is wirklich een vriendel ja yes zu uns. Hij is een Schaf ja yes zu uns. En hij is sogar plottig sagen in wat würde het nou, een Spoos ja yes? Nicht eine Dummheit, aber wirklich interessant, wo er uns leiden hat in verschiedenste Dinge, wo wir einfach mit der Freundlichkeit so das haben gepasst. Und bloß zum Beispiel, maar einmal dann traf ich wem in der Stadt, vielleicht mag alle Menschen in der Airport oder in Walmart, oder wo immer wir alle handchecken, maar einmal traf ich da mit einem Freund und das hat so uitgekommen. Nee. Das, wo Gott freundlich ist. Und ich will nicht eine Stunde lang die Geschichte vertellen, was wir belebt haben, an so ein Ding, was mir bloß so interessant ist, wo Gottes Yes führen hat, an unsere Arbeit und an unsere Gelegenheit, ja. So viel Städten traf wie dort, wo Charakter nicht und fehlt. Das ist wie mal Alberta vorher, das ist mir immer interessant, wo dort kommt. Wie geloofde wie wir met Jemeenschaf. Wir wollen eine ganze Weg reisen von hier bis dort, bloß gemütlich zu haben. Und dann sind ein paar Jahre gefahren, wir waren meist bei Alberta, bei Kanada. Wir haben dann in Alberta einen Freund, was wir gecancelt haben. Und wir dachten an die. Mir fällt bei von die, glaube ich, als meine Frau. Und dann rede ich zu ihr von, hey, wie fahren dich bei vorbei, weil wir das auf uns haben. Und dann sagt wir da eine Rede davon, naja, aber wir wollen ja nicht bloß waren. Wenn wir da wieder Onkas haben, dann wissen wir, dann waren wir gleich 2 Nacht spazieren. Und dann zum Morgen, weil wir waren wieder so, dann würde leider nicht. Aber schließlich, ich würde bloß einen Phone Call geben. Sagen, wir sind dich bei und wir fahren vorbei. Und dann sich einen Phone Call auf dem Mann, dann wird er auf dem Weg führen und beantwortet mir und sagt, wo sei ich? Wo kommt das zu mir von? Sag sie, am Weg noch predigen, wenn wir ganz eng mit unserer Eiche waren. Ganz doll. Okay, dann wird es nicht was da. Warum lege ich mir das an am Telefon? Und er sagt, ich komme hier nicht an. Berede ich mal an, wie wir zu uns kommen. Nächsten Tag, wir bleiben zu nach und dann bei uns wird wir da sein. Und weißt du was, dort wird so ein interessanter Weg. Dann kommen wir da an und wir wären da. Wir spazieren bei Tag 2 oder Tag 3 danach, kriegt dort, was wir dachten. So morgens fuhren wir los, dann wir bei Edmonton. Und dann, als wir da im Hotel sind, dann krieg ich einen Phone Call. Und dann ist ein Phone Call, eine Frau phont mich, wenn sehen. Und fragt, wo wir sind, fehlt bis rot. Der hat gerutzt gefunden, hat geredet von sich das Leben nehmen. Oh, ich sage, wir sind in Edmonton. In Edmonton, sage ich, yes. Weil wir sehen, erst in Edmonton. Ich habe dem absehen, ich kann nicht dem die Hand checken. So, ich sage, ich will ihm phonen. Dann phone ich dem. Und dann rede ich mit dem, und der wird so viel gelotet, dass wir bereit sind, morgens Frühstück zu haben. Dann als ich phone hat abgehangen, und ich phone war, dann ist ein anderer Mann, der will uns sehr gerne in Mexiko treffen. Er sagt, war ich noch in Mexiko, und er will uns da treffen. Ich sage, wir sind nicht mehr in Mexiko. Na, wo sei ich nun? Na, in Edmonton. Na, in ein Hotel. Na, dort und dort. Und na, wir sind hier beim Hotel. Kann ich nach Hause kommen. So wie spazierte war, aber ich glaube 2 oder 3 danach. Und dann zum Morgens stand ich tätig ab und spaziert mit diesem Mann nach Bad Nein. Und weißt du was? Dann sind wir dann los für den Lacrete, wird wie ganz uitgereift. Bloß an der Hand Gottes sein. Weet je, dat is leven. Dat is Jemeenschaf. En dat is real. Wir glauben manchmal, wir waren meiden ans Kampf. Aber wenn Gottes Hang sind, dann rast wir so aus dieser Welt. Ganz gelot. Das ist eine Kraft. Und das ist Jemeenschaf. Weet je wat? Gottes geraadste Sehnsucht ist, zijn geraadste Bange ist, uns in seine Hand zu haben.
Dat is wat ik ligt. Zoals du, en ik weet niet, je bent tjinga, en ik zie een kindje was, en je bent ouderen, en ik zie ook ouderen. Maar weet je, waarschijnlijk mij dat jengt, dan zeg ik maar een huis had, en die had 15 jongen. Dat niet zo leicht. Maar de eerste huis wat ik maar had ik bloos een huis. En dan vertelde ik mijn broeder dat en zei, wat was maar een huis? Nou, ik wil huizen boeren. Dan weet je gleich dat een huis niemals wat boeren, dat braucht 2. Oh, nou, ik wist je niet, ik dacht een huis, dat is een female, die wat jongen schreeuwen. Nou, er kan wat jongen schreeuwen, een male. Wie ik ze zei, het herrscht. Dat niet wat doen. Ik had een huis gekauft. Maar ik ging en bezorgde alle dagen. Maar eenmaal een dag, dan zag ik, er een klampe wal in een aak. Had ik ganz geplakt, een klampe wal. En weet je wat ik zag? Die had jongen. En dan nam ik een jongetje daaruit, een ganz pinke dinkje, wekkelend, wribbelend uit. En dan deed ik dat er bezied aan, en dan deed ik nog een, en nog een, en nog een. En ik vang aan te hupsen aan mij. Ik dacht zo, man. En ik taal wat 15 jongen had hij. En ik wacht naar mijn broer en zei, een huis kan toch jongen krijgen. Ik wist dat. Die had jongen. Nandens de wassen deden, waar ik de armen waren hanging, nam die mijn hand en checkt. En ik smiled. Naar die huisjes. Zo zei ik met kleine katten. Want wie die schmakke kleine katjes ha. We nemen het in de hand, we hooien is dat. Ik kan niet meer die katten doen. Maar dan brammen die door. En wat dat van je viel, ja, weet je wat? Ik stel me ver, zodat God met mij. En zo'n leeuw is dat. Hij kan me zo klaar met zijn juist door een steeds en je danken brengen. Kijk maar, ik wil die wonder wezen. Dit is wat passiert net. Leef je daar bijna, tja je daar bijna leven. Als je dat van jou klaar dat je kan in dit leven zijn. God, deze Jemeenschaf te hebben. En werkelijk in zijn hand te zijn, waar hij die aansmilt en zich vreet. Dat is een Jemeenschaf wat we kennen. Dit is een bange. En mij. En dit is een bange en die, dat te beleven. Oh, we zijn dan manchmal op reports. Missionaries, die brengen we een report en vertellen wat ze alle gedaan hebben. En dan zat we daar hingen in de bank en denken zo, man, wat ik nog kan zo'n missionary zijn. Zo heb je manchmal, je gaat naar een prediger, schwer wekkingschot, je had dan komen ze naar huis, dan vertellen ze alles 20 straks, ik bekeerd, wat ik nog kan zo'n prediger zijn. En denk dan ik aan, dat ik krijg tot dit moment, deze zelfde ervaringen maken kan met God. Dat hoeft niet zijn als een prediger, dat kan zijn als een, waarom er andere is. Waar we ons met iemand optreffen. Ik had het zoveel meer beleefd, dat er maar eenmaal, dan traf ik hem, nou, wie redt de groots van die? Ik wil die groots vonen. Waarom viert God dat op? Weet je, en dit is een ding, dat we kunnen zo leicht, natuurlijk leven, en bloos te denken, nou ja, heeft zoiets gekomen. Heeft toch al je post? Zo zijn dingen passiert, even in deze wereld. En wanneer we dit werkelijk leren, weet je, dan kost het aan alle nood je laten zijn. We worden manchmal eidelig, niet? Want we irgendwo, zum Beispiel im Jet, met eenmaal als dan in een jet loten, dan hebben we niet met, dan moeten we even nachblijven. En dan, we dat nu, Jan, die zijn al bij de airport, die willen me holen komen, en waar we dat nu bekomen? Man, dat is al troubelig. En waar we de nächste dag gaan, waar we tijd zijn, dat komt ons al op een klampen gedaan. Maar wanneer we aan Gottes hand zijn, dan zijn we ganz relaxed. Wenn we kunnen met hem jet, niet doen, dat is bloos lood. Dat is alles wat dat is. Zo is mij dat veel geweest, wanneer ik dan naar de airport voorde, dan jet we mij, dan zijn we aanvangen jet te vliegen. Dat we aan je verses waren, we naar de hemel vlogen. En dat is je nu maar één chance. En die wordt voort zijn. Wat dat wordt. En ons meest gans het hebben gehad, hadden we hier voor het ticket. En dat zullen we verspelen.
En dan weet je wat, dan word ik al gleich 2 dagen vooruit op het airport te zetten, tieten, want dan op 30 stonden, dat ik ganz nee wil eruit kom. En dat is hetzelfde ding wat ons leven im geest is. Waar ik dat merken, dat ik wil in hemel komen, daar wil God mij, waar ik dat hier gaan, waar ik aanworden, heb hij mij weitergelaten, had je plaats zin, wat niet wat in hemel staan aankomen. Al deze zorgen, die zijn daar. Ziet je plaats verloren, heb ik euch deze Radung. Wanneer ik niet wil gaan, dan wordt een echte boodschap gebracht und die mats waarheidsbaar zijn, die mats weten dat die waarheidsbaar was, dan wordt het zware angst. Zie je het? Weet je wat, God bloß in God zijn hand nemen en je laat niet vertrouwen wat God is wil zijn en dat is waarheid. Dan kannst du relaxen en everything. En hij heeft die in de hand. Hij wordt die vieren. Mir fällt eine Geschichte bei von einer Bas, wo die Menschen nicht reinkommen zum Mitfahren. Und dann sei ich wach ist, den nächsten Tag haben sie gehört, dass die Bus ist gecrashed. So habe ich eine Geschichte von einem Jet. Da werden so viele Menschen und wird angeboten, wer wird zurückbleiben für einen Tag. Die können sein Ticket nächsten Tag haben. Dann sind der Feierstag, die beide an, sie waren zurückgeblieben. Und der Jet knallt drauf und schlagen alle Menschen tot. So ist Gottes Hand da. How about die, was er dort schlagen? Das ist auch Gottes Hand. Das kann nicht in ihr Gottes sein, ihr weißt. Aber das wird der Moment, wo er die wollen im Himmel holen. Und das sind die Gelegenheiten, wo wir an Gottes Hand sehen. Und Gott sein Verlangen ist wirklich, dass wir dort binnen sind und dass wir uns auf verloten abdort. Uns Charpa ist mal ein Erdkleider, nur Gott seine Ansicht. Aber es kann sein, dass es ein bisschen mehr, wenn ich würde sagen, das ist ein Combine von Firma. Wir sind sehr besorgt über ein Combine, wo dem sitzt, haben die wollen unbedingt ein Gereiner und haben die wollen unbedingt ein Roda. Und da kam manchmal auch die Stunden gehorcht, wenn sie streiten deden. Dann reden sie von Gereiner und Rot. Ich sage, na, den Roten hat gleich gereint davor. Warum musst du das nicht tun? Dann hat es erreicht. Das ist viel billiger. Na, so meine ich nicht. Ich will einen John Deere. Okay, warum hast du einen John Deere? Was ist der besser? Drasch der besser? Nee, das weiß ich nicht. Aber ich kann den von einmal. Alright. So verschieden sind wir. Und so sind wir auch hier in uns jährlichen Leben. Wir wollen Charakter dort. Aber weißt du was? Uns Charpel geht port. Gott hat die alle Regeln, wie leben. Dann kriegst du die in einer Stall hast. Du hast drei, die können nicht fritten. Du hast Drinkers, die können suppen. Und du hast die Lacher, die können leihen. Und so hat er mit mir und die. Er hat hier für uns angereicht. Und uns hat er Verstand gegeben, wir können sogar eine Kornstedt planten. Dann schraut wir die Fienen und die ab. Wir können uns Feigheiten, Master dort, schlachten dort und eten. Das hat wir alle angereicht. Da ist alle da. Aber was sein Ziel ist nicht da. Sein Ziel ist die Seil. Das wird fallen. Die Jemeenschaf. Das ist, was er verlangen hat. Kann wie die. Gottes Sehnsucht, Gottes Bange ist, bei en Mord ans Top zu sein. Er wacht nur uns, dass wir kommunizieren mit ihm. Oder ist du, wenn ein kleiner Hostje geriepet ist, ein kleiner Katje geriepet hat? Was ist du mit dort? Sam die Kleber einem, bieten einem, am Finger, so der Blutrand. Das dann, Sam da nicht, ja, ich habe Sam gesehen, die Glieder da an meinem Fuß. Wenn du mich bieten wirst, dann Fuß hier. Weißt du, Gott habe ich euch. Gott ist danach krank, wenn wir anbieten, dann der bloß nach naht ist. Was wir geloten worden, kriegst es wie so ein kleines Tierchen. Ich kann es so ganz toll machen. Der Kort, oh, das ist mir manchmal Geschmack. Die Lichter, die kosten sie holen. Weißt du was, ich habe viel, so ist das geholt. Wenn du fehlt je nemen das, dat wel met alle geweld wegvliegen. Aber die erste plus naadjes hoien. Ik deed manchmal je zegt pusten, hij dat moet je van. Fehlt je riepen en hou dat hier. En pusten dat zo naadjes en je zegt. Dan moet eenmaal dat ganz nur en slaap daar. Dan kost het is dit holen, dat ligt aan slaap. Kost het omdraaien, dat je kop draait. Ik ga het niet doen. Maar nu eenmaal wordt haar dat wijsmeren, wordt zijn je flauw, ja. Aber dit zijn de gelotenheid en dit is kracht wat God met ons verlangt. We zijn een arm, een kleiner creature.
Een kleine creatuur, wo hij gleich met Jemeenschaf aan de vrede had. En ze zegt manchmal, een chikkelstal. Ja, wie hat chikkel gehad? Hammer. Wir fangen als heiner boer an, sind noch einmal. Und dann im Chickelstal sind wir die kleinen Chickeltjes sind, um uns abpassen und nicht abstopsen. Und dann, wenn ich ein klein bisschen rater war, dann jetzt im Heinerstall ist dort so rum, die kommen die alle Hänger angerüscht. Man, das ist Schmack. Dann habe ich ein Bild von, wo Gott hat jetzt. Ich habe eine ganze Händchen Gottes, der ran am Hänger an, whatever er piept, whatever er sagt, whatever er dat, das will wir Hänger ankommen dann. Wenn ich da rumgehe in dem Stall und sage, die Chickel an, dann checke ich manchmal eine einzelne Chickel. Und denke so, Mensch, was das kann ein Chickel sein. Häng ran. Bloß mal mich nanlassen. Was das? Das ist die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben. Und diese Freude ist die Allmacht, Gott, und ich ran am Häng ran, er hat mich Futter, er hat mich Wasser, er hat mich alles, das Karak, warm noch, es ist nicht zu kalt. Und da bin ich, habe ich Leben. En weet je, even die chickel, die doen dat wat we wel hebben. En we kunnen zeggen, oh, er zijn zo mensen zijn ze staat, maar eenmaal zijn die groot. Dan slagen we die en eten we die. Hoe wordt God zijn stad doen aan ons? Yes. Dan wil hij den Wirt hebben van ons, ja, ons charpa. Den laat hij hier doodgaan. Schijnt ons niet voor het nog bloos leven te zijn. Ha, einer met Kräftchen und er schlägt dort im Accident, anderen wird dort geschoten von Menschen. All die Dinge passieren. Und wenn wir an Gottes Hand sind, dann mag das nicht ein Unterschied, dass ich eine Kugel kriege oder dass ich Kräft habe. Mein Charpa muss somehow hier bleiben, dass er mich kann nach sich holen. Den Value, den Wert, dort wird am liegen, dort will er ihn am holen. Und dort sind diese Gelotenheiten, wo wir können sehen. En werkelijk aan zijn hand zijn. Wat immer hij deed, dat is wat passiert. En weet je wat, hij kon vielleicht nog beschikken daarmee. Kan man gedacht, wo beschickt hij aan some missionaries? Dat is de geschichte van een missionary, wat manche Indians schaffen deed. En die Indians maken am dood. En de geschichte waar je vielleicht gelezen hebt, dan befriet des Mörder zich met dem seine Frau. Dan zijn die aan Gottes hand. Wel, maar ons verstand gaan zich hier wat halen. Wo in de wereld wordt een vrouw zich wel met murder bevrijen wat een man had doodgemaakt. Weet je wat, dat weer dan niet meer een murder. En dat is een ding, wanneer we in Gottes hand zijn, dan kan deze ding passeren. Wunder Gottes. Vergeving. Zo'n vrouw die heeft 100% vergeving gehad. Dat zij zich ondertenig maakt aan een man wat een man had doodgemaakt. Is ons dat duidelijk? Nee. Maar dat is waarheid. Dat is wat passeren kan. Zo, waar we met wieder gaan, wanneer we onszelf zeker worden. Wanneer du warst diep in dein hart, dein verlangen, wat du hast, en dein derde level, damit warst anfangen, Gemeenschaf te krijgen. Eine waarheid, nicht die verlehen, nicht die grootstonen, nicht verzekerd te pochen met die, bloos en waarheid met die Gemeenschaf leven, dan warst du Gott vingen. Daar binnen was de eeuwig en eeuwig Gottesführung aan die vingen. En dat is waar we gebruiken deze Gemeenschaf te practice. Onze Gemeenschaf met God is een liebende Gemeenschaf. Denk daaraan. Viele mensen die is angst. Gott, die heeft mij al waar gestraft, wat wel die voor mij en ik weet niet wat ik zal doen. Ik heb mij al zo gestraft gefeild en ik kan niet vinden wat ik anderen zal. Weet je wat, dadurch die niet tijd was schwaar met haar, dat God op zo'n weg die halbe wordt. Wenn du von Gott eine Stimme kriegst, ist so eine Stimme, wo er dir eine Gelotenheit, eine Klarheit und ein Licht wiesen hat. Mit dem Ding kannst du wiederkommen. So sind all diese Gedanken. Ich mag das in so Menschen, die sind sehr jässlich, die nennen alles Gott hat. Gott sagt mir das, Gott sagt mir dort, und all diese Dinge. Und die brauchen auch vielmal den Namen, um sich zu protecten von Menschen. Wenn du dem willst wollen, anreden vielleicht, die sagt, sie sind Leben wie nicht glücklich. Und ich mag dann manchmal in so einem Lied, was eben in eingegangen sind, oder so eine Kinder, was ausgestochen sind von uns. Die sagen, Gott sieht mich. Und da habe ich eine Frau, die ein Wort von Gott sieht die. Ich habe manchmal Menschen gehört, die haben ganz klar, Gott sieht mich, ich soll von meiner Frau fortgehen.
Wel, wo findest du in der Bibel, dat Gott die sagt, du sollst von ihnen für die Voet kunnen? Wel, dan komt er en dan zegt er wel, dat is beter voet kunnen van de vrouw als die feit. Alright, dan jest zal niet nummer 1, dan jest nummer 2. So hier moet we klar hebben, dat we dus dat die stemmen, de gemeenschap, wat we met God hebben, dat dort met Gottes woord stemt. Wens hij heeft aan zijn willen gezegd. Hij heeft aan zijn plan duidelijk. Hij weet dat, wanneer we dort worden vallen, dan wordt deze ding passeren. En dat we daar klar hebben. Beten en denken als zij dicht op verbonden. So wanneer du beten dat met die gedanken. En we hebben vers in de Bibel waar het zegt dat als nodig dat we onze zerrittete zinnen, we kunnen zeggen onze verdreide gedanken, omdraaien doen naar God zijn willen. En dat gebruiken we werkelijk God zijn wil te vinden. Wat zegt zijn woord, wat werkelijk zijn willen is, dat we niet meer onze ene gedanken verzekeren ding terug te plannen. So, daarin is het ook een gebed nodig. Ik leg het gebed op zo'n weg te erklären. Wanneer du beden was, dan maak klaar dat du van harte beden is. En de waarheid beden is. En de gelotenheid beden is. Wanneer du aan de boorsten problem level beden is, dan bist du veelmaal niet nüchtern. Dan hebben we ons ene willen wat we willen durchführen. Dan bid je om zo'n wat mij jankert, of wat ik geloof, wat er goed is, naar mijn ene verständnis. Daarin zeg je, maar du beden was, dan laat eerst de bovenste problemen los, krijg het beeld wat ik immer brug, even die problems even te checken, en check aan die hart aan, wo du werkelijk de waarheid vindt. Een mens wat aan depression is, wat dan ik weer, ik had het meeste gebed om mijn vruchtbare gevoelens los te worden. Dat is hoe ik beden deed. En ik brug die gevoelens ten brieven wat ik beden wil, because ik voelde me verloren, ik praat het God, wirst du mij niet aannemen, wirst du mij niet raden, wirst du mij niet vergeven. Dat is wat mijn gebed zeer veel weer. Of ik blijf in mijn gevoelslevel, nu red ik wel van feilen, den bovenste gevoelslevel, daar is hoe ik aan beden deed. Waarin zeg ik mal endlich kan loslaten van dat gevoel en ging diep in mijn hart aan, dat ik klaar had, ik wil God. En vang daar aan te schaffen, dat maar eenmaal, dan worden die durch de tijd, die gevoelens boven änderde. So ik recht me niet meer waar ik veel te beden, ik recht me naar den diepen level aan ons. Een kamerlijn, zeg ik dat. En zo bruk we in al deze dingen. Wanneer ik een probleem heb met nächsten, met beleiding, betternis, wat immer het is, dat we dan gaan in een straten level, waar we honest zijn, oprechtig zijn, waar we ganz klaar hebben. Dit is wat mijn verlangen is. Dan van daar aanvangen te bidden, dan van daar aanvangen op te merken, God zijn stem te horen. Ik vertel je de laatste geschichte van de weetvrouw. En dit is mij zeer diep wertvol om te denken, want dit is een zware zaak. We doen veel van irgendwem beden. Zoals nu bekend gemaakt wordt van Kotemak beden, wenn de aru wat er is. Ja, ik bid van buiten de haan wat er ongeveer meer wenn je is, maar werkelijk wat er passiert, weet ik wel. En ik moet dort te dicht bij bekend zijn, om van harte weten wat er passiert, zo brok ik met mij. Dat ik werkelijk go in kamerlijn en ik laat mijn problemen me los en vertief me door met den waarhaftigen God wat aan mij woont. Den worst du daar vinden. Dat is dat diepe, wertvolle gevoel waar we klaarheid hebben. Ik twijfel niet aan, want ik kunt vrouwen van harte, wo du gleichen met God Jemeenschaf te hebben, jo. Dan vang daar aan. Wanneer ik die wil vragen, bist du een volkomen Christ, hast du geen troubles? No, dat heb ik niet. Gleichst du aan alle mensen? Nou, ik gleich soms als some anderen. Was du nog manchmal daal? Ja, oké. Dan bist je boven de Schicht. Ja, dat passiert alle. En daar was du niet meer terugkrijgen, dan kan zijn, was du even diep bijna aanvangen te twijfelen. No, dan zie ik niet een Christ. Maar ik dat betekent, zie ik niet een Christ.
Dan moet je dieper afgaan en dan een Entscheidung maken. En dat is ook nog een wichtig ding. Ik wil niet zeggen dat niet hebben, bloos door in je bijna leven, laat alles vrek kunnen. Zie allebei aan zin en alles. Weet je wat, er wordt er bijna niet blijven. Maar wanneer van door de Entscheidung maken is, dat ik wel met God Jemeenschaf heb en ik wil effort maken. Ik wil action nemen op dit. Dan wordt het boerste ding, ik zeg maar, dan valt ze er boven op. Dat is een arme met joks, drankarme. Die zal alle dagen worden laten geriemt dat hij niet schiemt. Op een drankarme als je slutje stonen hast, is niet meer zo mooi dat je alle in de garbage lussen en voert. Op het jaartijd hadden we allemaal in een cabinet, in een shop, daar hadden we een drankarme stonen, daar wordt al het mel naar doen. Dan maar eenmaal zeg mam, hey, dat stinkt al, die moet maar een rutje dracht. En ik ga een drankarme rutje dracht, waar de boven zo'n zich schim had. Schiem. Ja, door, ja, stonkt. Dat is wat ik als een bijspel wil gebruiken. Ons boerst het pot leven als dat wat de onje jaren deed. Maar als de onje was om van reinen te maken, bij te vallen, dan wordt het schum even wegkomen. En dan wordt het rein. Dat is maar dan zijn emotions staat. Die niet je vielen. Wanneer die aardig zijn, dan doet hij met waarheid. Niet die verleden, maar werkelijk een waarheid, naar God zijn stem gaan. En dan die ervallen, dan worden die problemen weggaan. Enn Gebaed, aber lieber Vater. Dat je viel. God geeft ons niet een geest van angst. Hij geeft ons een geest van de gelotenheid, waar we kunnen zeggen, Papa, du bist mijn beschützer. Wat is dein Rot van mij? En daar is waar we kunnen deze antwoorden krijgen. Beden is simply sober worden, eerlijk worden. Wanneer du beden was, dan is du bloos te zien wat problemen zijn en vangt honestly aan oprechtig te worden. Dan hast du een connection met deze God. Römer 8, vers 26 sagt, Gottes Geist wohnt an uns und der selbst Geist betet für uns. So, wo das Geist beten für uns, dann denken wir vielleicht auch so, das ist auch somehow ein Paketje, was er irgendwo dort von Millionen Mil auf im Himmel hat noch mir geschenkt, das ist da wo an mich. Ich weiß nicht, was das schafft oder was das ist. Aber wenn wir wirklich nachdenken, an diesen Geist, wenn wir sober und geloten worden, door en as wo wir Gott direkt beleven. Da wordt manchmal gesagt, wir können uns dort nicht rückbeten. Das ist eine feine Sache, ich weiß gut, was das meint, aber ich will hier bloß einen Gedanken rückbringen. Wo willst du das rückbeten? Wenn wir dort nicht können rückbeten, ut Gott, dann denk wir, glaube ich, da an dort weit auf ist Gott und ich prache und prache und prache und prache und ich kriege das nicht. Sag mal, dann hier mal ab, mit das dort Ritt beten. Betet mal an die an, dass du das hast. Die Problems, was du hast. Die Dinge, was da sind, dass du das mal wirklich an den Hort beten. Dass du das verstehen kannst. Was kannst du das anbeten? Ich würde sagen, bloß mal ehrlich war. Dass mal all deine Leines, was du denkst, all deine Antruheiten, was du planst, dass du mal zu sehen leiden, en werkelijk oprechtig worden, door bijna wirst du mit Gott Gemeinschaft finden. Wenn wir uns glauben en onze Gedanken drehen, dann maar eenmaal veel wie anders. Gott finden, tja wir auf verschiedene Wege. Wir sind manchmal so sehr einseitig geworden. Das ist unsere Idee von Gott. Das ist die Idee, wo wir mit beten. Das ist die Idee, wo ein Problem mit dir löst. Und wir sind noch niemals aufgemerkt, um wirklich Gott loten met ons connection. Dat is manchmal ganz anders, als wir gerade so denken. Ganz anders, als wir gewandt sind. Und so ist diese Gemeinschaft mit Gott auch. Das ist nicht eine gewandte Gemeinschaft. Das ist eine lebende Gemeinschaft. Das ist nicht ein gewandtes Leben, so sie auch gewandt mit Gott leben. Ich brauche op te merken, ohne Gewandheiten en levende Erfahrungen merken. En dit is wat veel van ons problemen zijn. We zijn zo'n menselijke mensen die gleich aan de comfortzone te zijn. Dit weer mij dan makkelijk, dit is wat ik nu nog zie. Dan wijst God mij durch een hand dat hij mij aannam. En dit is nur die hand loe ik en ik loe en ik loe en ik praat en ik kan in iemand zijn.
Weet je wat, hij heeft immer frische dingen waar hij ons wijzen heeft. En waar we op zijn voor die en dat aannemen als Gottes stem. Horchen is zeer wichtig aan ons gebed. Ik weet dat, wenn jemand zegt als mij, heb ik niet lang niet nog mal aan gedacht aan horchen. Ik deed uit schuldigheid beten. Ja, wanneer ik hem irgendwie, mijn genoot weer ouder, niet hem irgendwie, 2 maal een dag, 3 maal een dag, 4 maal een dag, deed ik beten. Zum eten, zur Nacht en zum morgens. Dan deed ik beten. Ongewoonte gebeden. En ik wil niet zeggen dat die niet goed zijn. Ik heb veel meer ernstliche gebeden bijna. Aber dan maar eenmaal weer een probleem bijna en ik bid krachtens gewöhnlich en dat probleem ändert niet. Dan brukte ik niet alleen te zeggen, wat van waar ik kan ik knechten. Eenmaal würde ik zeggen, manchmal is dat niet mal bloß direct beten, dat is bloß mal denken. Dat die gedanken mal terugstellen naar God zijn willen, zoals Jezus deed. Hij praat ook God, neem das Kelch van mij. Aber nicht mijn Wille, dien Wille zal passieren. En dat krijgt dat wat we kunnen doen. Ons relaxed afgeven God zijn Wille. Wanneer het niet schafft, zoals we dat willen, dan werden we zijn Wille dat hebben. Vrouwen hebben alles. God is zo gnädig, hij neemt de afschuldige vrouwen aan. En wanneer we vrouwen een grote piep brood, dan jaft ons vielleicht een beetje Fleisch. Hij heeft ons nu gevraagd. Wanneer we zeker een Goldarmer, dan jaft ons de krab. Aber der ich wat. En dit is ook veel meer de ding. Hij geeft ons aanleiding wat te doen, want we horchen doen. Dan passeren die dingen. Manchmal is het plus wie houden stil. En praten, God help me mal das Kampf te überwinden. Dan zegt hij maar eenmaal, go. Nee, maar ik wil eerst das Kampf mal überwinden. Hij kan niet kunnen. Krijg wat we gisteren hadden zeugen. No, ik wil gisteren nach Dal. Nu help me eerst mal van het Dal los. Ik wil van die nummer reden. Weet je wat? Ik zie in control over God. Hij zegt, go. Waarom word ik dal als wenn ik te veel wil? Ik gebruik dat bijspel manchmal van op een trailer, op een wagen, platform zijn. En ik ga bloos tijd waar de vinger afschubsen. Jeder ziet wel de vinger op en ik ga dan rond op dem wagen en schubst er maar af. Weil God wil zeggen, neem den wagen en go. Dan wordt de vinger hingen blijven. Zolang je hier bloos stilhoudt, dan kan je allen opkruppen. Dat is veel meer ons vol. Horchen. Wat God zijn willen is, bruk we te doen. Maar du was posig nog voor, dan worden de vrienden alle afweien van wind. Dan brukst du niet erop schubsen. Horchen is zeer wichtig en nog nächste ding is loslaten. We kunnen niet aan God zijn willen beten, want we ding vasthouden. Zolang ik een beleiding vasthoud, of zolang ik mijn gedanken vasthoud, of mijn willen vasthoud, dan kan we niet God ervaren. Dat kan we niet zijn stem hier, because we houden ons bloos aan dit vast, wat we geloven, wat recht is. En dat gebruiken we niet gewaanheden te hebben. Gewaanheden doen ons zeer veel meer dingen, karakters gevoelen. Aber, wanneer we eerst gewaand zijn dat God met ons reden heeft aan verschillende stemmen, dan kan we nog verschillende stemmen horen. Zo, gewaanheden kan we als een afgod brukken, zoals we gevoel als een afgod brukken. Aber wanneer we worden am leven zijn, dan worden we gewaand zijn dat God ons helpt. Dat ja. We houden niet aan onze gewaanheden vast. En de ervaring, zoals ik eerst zei, ik bruk niet nur dat wunder checken wat ik eier beleefd heb. Ik durf niet heraan en zeker als niet naar waar we wat optrafen in Alberta, zoals ik zei. Dat is niet mijn ziel. Mijn ziel is om geloven te wandelen en laten aan deze gelegenheden te doen. Ik zeg niet nur die ding, ik zeg niet nur wunder, ik ga verwaarts in zijn welle en dan wijst hij mij die wunder. Ik zeg zijn weg en dat gebruik we om tjane te leren. Weet je wat, aan dit gebedsleven, niet bloos op het je liggen beden, maar aan die gedanken leven en bestendig gebedsleven ha, dat is een wandel met God. We vingen vers wat er zegt, we zullen täglich, derchen dag, tijd eeuwig. Kolosser 3, vers 16, glaube ich, is. Laat dat woord God is rechtlich aan je wonen. En alles wat je doen, dat zegt alles, de 17e vers, alles wat je doen, met woord en met woordje, doet
alles in dem Namen von dem Herrn. So wat meint wird alles? Jeder Ding, was du da ist, an den Gedanken leben, ich sehe Gott sein Kind. Ich sehe das Hüsschen in seiner Hand. Ich sehe das schmacke Mützchen in seiner Hand. Oder das schmacke Chickel, das ist, was ich sehe. Das steht in meinen Gedanken an mein Leben. Das ist, was ich kann sehen. Und da ist, wo er etwas smilt. Und weet je wat, ein guter Ding, als du als sehr, pas wenn Gott gehalten hat, ich mal immer was rutfallen, er braucht nicht. Er haft uns in seiner Hand. Und er lädt uns dabei. Aber wie, hab sie vielleicht mal einmal rüt. Das kann ich sehen. Mir hat ihn dort Bild noch ein bisschen erklären, was ein Zeugen dat. Und das ist ein Part von dieser Gemeinschaft. Wenn du warst an dieser Gemeinschaft, im Gebetsleben leben, diese Gemeinschaft mit Gott hat, dann wird das Leben ja Strom an die sein, und das hat zu tun mit Gott, sein Name preisen. Wir haben das Vers hier in Johannes 7, 38 von Betjane. Jesus Christus Betjane. Wir haben Matthäus 10, Vers 32, das sagt Jesus, wenn wir waren am Betjane für Menschen, dann war er uns Betjane für Gott. Wir haben Kolosser 3, das ist was wel groß hat, er sagt, er ist bei Gott und steht an für uns. So, was brauchen wir zu tun, als Jesus Christus Betjane? Für Menschen. Und ich habe das Bild hier so gemalt, dass ihr das sehen könnt, also das Mensch, der wird betjanen dat. Der betjant Jesus zu Menschen. Dieser horcht, wird dieser verteilt von Jesus. Und das soll uns zeugen, an Gebetsleben, an wirkliche Gemeinschaft mit Gott, soll uns das immer die Motivation sein, dass Jesus sein Name wird verherrlicht worden, durch uns Leben, durch mein Beten. Even im Gebet, macht klar, dass wenn du an was Frauen hast, dass du auf so einen Weg freist, dass er alle ihr wird kriegen. Wenn du an preisen wirst, dass du auf so einen Weg das, dass alle durchtrifft. Das ist really, was wir sind. Das ist korrekt, wenn du ein Acker plantet hast, du rechnest ab, die Korn, was da Wasser wird, oder Papaya, whatever das ist, das wird dir eine Kraft geben, was die helfen wird. Und das ist das, was wir brauchen zu sehen, dass wir dort tun anzeugen. Und dann wird passieren, dass ich bekenne zu diesem Mensch, und dieser Mensch, der preist Gott, oder Jesus kann sein, und der steht an bei Gott, für diesen Mensch, wird anbekannt hat, und Gott gibt uns die Kraft. Durch Wort, durch mit Gemeinschaft haben. Diese Gemeinschaft, wenn wir denken an diese Kraft, ist some kind of diesel fuel oder some kind of großer Polhammer, womit wir können alles durchkühlen. Das ist nicht der Weg, wo wir denken brauchen. Wir müssen unsere Gedanken drehen, nur Gott sein Weg, von wo er schafft. Und das ist diese Gemeinschaft, was wir haben mit ihm. Und die Gemeinschaft, was hier passieren, die passiert hier haben. Wenn du von Jesus Zeuge bist, zu dessen, wer wir sein, das ist da, wo deine Kraft fehlt an. Dort ist da, wo der Konflikt gewesen ist. Mir fehlt eine Kraft, jeden der Konflikt. Dann ist da eine Gemeinschaftskraft, die da wirken, das ist viel besser, als uns in der Natur wird sein, mit einem Polhammer oder mit einer Axt fixen. So ähnlich ist das, dass wir unsere Gedanken drehen, mit der Beise jetzt, der Teufels uitdrijven, uit mir, uit andere. Unsere Gefühle würden sein, wenn wir in einen Feind gehen, in einen Teufel gehen, dann würden wir mit der Pick oder Axt oder Stange oder Knappels oder was gehen oder Schrotflint. Das ist unser Gefühl. Aber Gott hat ein anderer Weg, wo eine tiefe Kraft ist, durch eine Gemeinschaft zu schaffen. Und er hilft uns das. Und das ist, was Zeugen hat. Ich nenne das der Lebensstrom. Das ist ein Lebensstrom. Und wie wir glauben, als die Schrift sagt, dann war Ströme des lebendigen Wassers. Lebendiges Wasser. Ich kann sagen, lebendige Gemeinschaft. Und das ist alle eine Connection mit der Gemeinschaft mit Gott, was wir können haben. Und das ist eine gewaltige Kraft an. Gott hat uns rundherum mit Engeln bestreut, können wir sein. Der hat uns rundherum mit dem Schutz. Wenn da wer kommt, dann will uns wirklich dumm sein. Der will nicht mal kommen und sagen, mir mal ganz geschätzte Wahrheit zu machen, die sagen wird. Dem Dani Paner, dem fehlt mal so zu sein, dass er wisst, von wo der Wind kommt. Weißt du,
Ik kan ganz geloten zijn. Gott zijn geest, durch mij, kan hem al die kracht wegnemen. Bloos met hem een respectvolle leven in Jemeenschaf geven. Dan bereikt die mens met zijn ene hoop. Ik had het even en even bejeend al. Er werd een bloos in onze klasse. Ik weet, de een man had gezegd, want hij wordt met Danny Panach gaan reden. Die moet hij zeggen wat hij van valse profeet weer, en die wordt hier zeer weggaan. En die man kwam een andere vriend op naar ons. En die broek rein ganz top. Hij zegt, hij heeft niemals gewusst, dat het zo'n klas was dat. Een paar lied, de dag dat kwam te onze klas, en die strijden rein alles heen wat ze kunnen. De gemeente wil hadden zal, en de lied strijden er heen. En dan had hij prediger dat ik die man kan bereden. Voor du mal te eine klas dat du weißt wat er redt. Hingen wij eens bejendigt hem. En dan komt hij naar mij en omvaartig en redt met mij en vraagt waar ik zie. En dan zegt hij dan in Pana zie. Oh yes, ik weet het. En nou zei hij direct naar de hand te komen. Oké, ik vertel bloos wat met hem en ik wist niets van wat er ging. Dan kwamen we naar onze klas. We een eind tevoren, we gaan vooruit, dan kwamen we door naar die klas. Dan hier is de eerste klas van waar we körperlich zijn, waar we zeilers zijn, geestlich en fleischlich. Noordem kwamen naar mij en zei daar, heb je hier gekomen, heb je hier gebleven. Ik had niemals gewusst dat ik zo'n mens was, ik zie. De broek was ganz taub. Daarna vond de prediger mij en vraagde, wat heb je geschafft? Kriegst niet furchtbar dan gezegd? Nou, ik wist niet wat hij is, niet wat hij redt. Dan zei ik, dit man, die had door op de hand gevoerd, die wordt mij wijzen, wat er en aardig weer. En daar zei ik plus, dat is niet mijn eer. Ik zei, wat Gott es juist schaffen kan. We zijn beschützt met zijn kracht. Van wat? Van Zeugen. Waarvan? Van Jezus Christus nageven.